und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Deus Ex Human Revolution. Wir sind hier im Übertragungsraum mehr oder weniger angekommen und Eliza hat uns vor ein paar Entscheidungen gestellt. Eigentlich 4 Stück. Und wir müssen entscheiden. Da fange ich mal an. Die erste Entscheidung wird die von Darrow. Und zwar der Menschheit einfach alles sagen. Alles, was passiert ist. Er hat nämlich eine Sprache vorbereitet und da wird er alles über den Biochip sagen, dass die Menschen kontrolliert werden, dass die Illuminati drin sind, alles Mögliche. Er wird alles verraten und da muss ich sagen, ich finde, das ist an sich eine gute Idee. Das Problem ist, die Menschen würden es fürchten und Menschen haben sehr viel Angst vor Dingen, die sie nicht so genau kennen. Auch wenn sie neugierig sind, haben sie einfach Angst. Und das würde auch mehr oder weniger dazu führen, dass Augmentierungen höchstwahrscheinlich komplett verboten werden würden. Und ja, das finde ich halt nicht ganz so gut. Natürlich kann es auch sein, dass die Menschen sehen, es ist gefährlich, aber wenigstens wissen wir die Wahrheit. Danke dafür. Aber wahrscheinlich wird es verboten werden und ich finde, Augmentierungen sind wichtig und gut. Also ich will das auf jeden Fall nicht aufhalten, deswegen kann ich Darrows Botschaft nicht senden. Dann gibt es auch die Botschaft von Adam. Und zwar, oder Seraph. Nicht Adam. Adam bin ja ich, sind wir. Und zwar Seraph meinte, na gut, dann lassen wir den Teil mit dem Biochip weg und sagen, dass es ein Bioanschlag war von Extremisten, Augmentierungshassern. Also Eliza Casano würde dann die Videobotschaft von Darrow so bearbeiten, dass es, ja wie gesagt, dass richtige Extremisten daran schuld waren und dass die das Neuroprozin, das die Leute mit Augmentierungen brauchen, vergiftet hätten. Das würde dann im Endeffekt dazu führen, dass Gegner von Augmentierungen ja in ein schlechtes Licht gerückt werden würden und auch noch verhasst werden würden. Aber die Leute könnten noch weiterhin frei forschen. Ähnlich, ja, können halt frei machen, was sie wollen. Und das finde ich ist eine gute Sache. Und dann gibt es noch die dritte Antwort von Taggart, seine Botschaft. Und er meinte ja quasi, dass er die Illuminati auch noch weglässt. Und dass dann quasi nur gesagt wird, ja, Augmentierungen müssen mehr oder weniger gestoppt werden. So, sorry für den kleinen Cut. Ich musste kurz cutten. Auf jeden Fall, Taggart hat ja gemeint, dass der Grund deswegen war, dass die Regeln mit Neuroprozin umzugehen nicht so gut gewesen wäre. Und deswegen muss man harte Regeln einführen. Das heißt, Humanoptimierungstechnologie wird auch hart bestraft, also die Forschung. Und nur so kann man dann davor bewahren, dass das nochmal passiert. Und dann gibt es noch die 4. Möglichkeit. Wir lassen dieses ganze Pangea, die ganze Einrichtung, ineinander einstürzen sozusagen. Wir können die Druckregulation ändern und dann wird alles ineinander crashen, alle Menschen hier sterben, aber niemand würde der Menschheit sagen, was passiert ist. Sie könnten dann die Wahrheit selbst mehr oder weniger herausfinden. Aber im Endeffekt würde halt der Wahnsinn auch gestoppt werden. So, Folgendes. Ich will nicht, dass man die Augmentierungen, die Forschungen stoppt. Ich finde, es ist eine gute Sache. Genauso wenig will ich die Menschen auf sich selbst überlassen, wie es hier und hier der Fall wäre. Hier würden sie zwar die Wahrheit erfahren, die komplette Wahrheit, aber dann würde humane Augmentierung auch stoppen und hier würden sie die Wahrheit nicht erfahren, könnten sich selber ein Bild machen und wer weiß, ob denn die Augmentierungstechnologie weitergeführt wird. Wahrscheinlich eher weniger. Hier im Gegensatz wird sie weitergeführt. Wir müssen zwar die Leute belügen, aber ich finde, das ist der beste Weg und deswegen werde ich Seraph Botschaft senden. Sie wissen zwar nicht die komplette Wahrheit, auch wenn ich das gerne hätte, aber ich finde trotzdem, dass Augmentierungen wichtig sind und auch vielen Leuten helfen. Umso besser die optimiert sind, umso schöner. Stellt mal vor, ihr verliert euren Arm oder eure Beine und ihr könnt es optimieren, dass es wieder passt. Und alles mögliche, was es da noch für Technologien gibt. Leute, die sonst nicht überleben könnten, können dann überleben und alles mögliche. Ich finde es einfach gut. Also klicken wir es mal an, würde ich sagen. If you do this, the focus of hatred may shift to those responsible for unleashing biological warfare, leaving corporations free to experiment with human evolution.
Are you sure this is your choice? Nein, ich höre mir die anderen Sachen nochmal ganz kurz an. Let me think about it. Oh. If you do this, the unadulterated truth in Darrow's confession may well convince mankind to cast all science and technology aside, to ensure that future generations grow up free and whole. Are you sure this is your choice? Nee, ich will halt Science nicht droppen, wenn man das so sagen darf. Let me think about it. If you do this, first-hand experience with corporate negligence on such a grand scale may convince mankind to enact harsh restrictions on human enhancement research. Are you sure this is your choice? Nee. Let me think about it. Auch wenn ich das mit dem Panchai-Projekt, wo die Menschen lebende Computer wurden, nicht gut finde. Ich finde trotzdem, man sollte dann forschen. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Also... If you do this, the focus of hatred may shift to those responsible for unleashing biological warfare, leaving corporations free to experiment with human evolution. Are you sure this is your choice? Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Ich weiß nicht. Taggart regulieren ist gut, aber ich glaube, Taggart würde zu stark einfach regulieren. Und Evolution ist Evolution. Egal, ob es jetzt von uns mehr oder weniger entwickelt wurde oder einfach so passiert. Evolution ist im Prinzip am Ende Evolution. So be it then. Sarif was right about one thing. It's in our nature to want to rise above our limits. Think about it. We were cold, so we harnessed fire. We were weak, so we invented tools. Every time we met an obstacle, we used creativity and ingenuity to overcome it. The cycle is inevitable. But will the outcome always be good? I guess that will depend on how we approach it. These past few months, I was challenged many times. But more often than not, didn't I try to keep morality in mind, knowing that my actions didn't have to harm others? Time and time again, didn't I resist the urge to abuse power and resources simply to achieve my goals more swiftly? In the past, we've had to compensate for weaknesses, finding quick solutions that only benefit a few. But what if we never need to feel weak or morally conflicted again? What if the path Sarif wants us to take enables us to hold on to higher values with more stability? One thing is obvious. For the first time in history, we have a chance to steal fire from the gods. To turn away from it now, to stop pursuing a future in which technology and biology combine, leading to the promise of a singularity, would mean to deny the very essence of who we are. No doubt the road to get there will be bumpy, hurting some people along the way. But won't achieving the dream be worth it? We can become the gods we've always been striving to be. We might as well get good at it. Deus Ex, Human Revolution. Der Director's Cut. Ja, das ist ja verrückt. Das war's dann quasi schon. Wir haben es endlich durchgespielt. Und nochmal so eine kurze Sache. Seitdem ich angefangen habe zu spielen, habe ich im Prinzip immer, nachdem ich Spiele durchgespielt habe, die Credits durchlaufen lassen. Zumindest beim ersten Mal durchspielen auf jeden Fall. Und das gleiche werde ich hier auch machen. Ich finde, es gehört sich einfach so. Und ja, das ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um vielleicht noch so ein kleines Fazit rauszuziehen. Ich muss sagen, die Ansprache von Adam fand ich eigentlich ganz cool. Hat er recht. Es kommt darauf an, wie wir es angehen. Das heißt, vielleicht muss es dann einfach Gruppen geben, die Leute beschützen, die nicht das Glück haben, starke Augmentierungen zu haben.
Oder vielleicht Gruppen geben, die aufpassen, dass Leute nicht missbraucht oder misshandelt oder irgendwas werden. Aber wenn das passiert, dann kann man auf jeden Fall was Gutes draus machen. Ist ja nicht jeder Mensch schlecht, auch wenn es viele mehr oder weniger schlechte Menschen gibt. Und es hilft vor allem vielen Menschen. Dazu muss ich sagen, vom Spiel her, ja, es hat mir eigentlich schon gefallen, Deus Ex. Ich fand es auch ganz cool. Die Story, na gut, kann man jetzt sagen, mit Hugh Darrow, dass das so mehr oder weniger verrückt wurde, ist seltsam. Dass die eine Sue irgendwas, die wir im Bosskampf bekämpft haben, unser Feind wurde am Ende. Ja, das ist auch ein bisschen komisch, sage ich mal. Dass sie ja dann am Ende doch das gleiche wollte wie wir, aber versucht hat, irgendwie das Pangea Project, das Haran Project zu kontrollieren. Aber wo sie weiß, was für Schmerzen da kommen. Ja, das ist alles so ein bisschen komisch. Oh ja. Kann ich quasi gar nicht so richtig. Weiß ich gar nicht, was ich davon jetzt halten soll. Aber im Großen und Ganzen war das Spiel ganz cool. Auch wenn mich die Story jetzt vielleicht nicht immer mitgenommen hat. Ich finde das Setting halt einfach richtig cool. Und auch, dass man so verschiedene Wege hat, das zu spielen, finde ich echt gut. Und es kommen ja noch Sachen. Wie gesagt, Deus Ex 1 und 2 gibt es ja schon seit langer Zeit. Und da, in den Teilen, ist natürlich das mit den Augmentierungen weiter vorangeschritten. Und ich meine, wir sind der Adam, wir leben noch. Und vielleicht sind ja wir dazu einfach da, manche Regulierungen zu schaffen, die wir selbst quasi anderen Leuten aufzwingen müssen oder können. Dass keine Menschen mehr verletzt werden. Damit wir quasi die gute Instanz sind. Weil Mankind Divided ist der neueste Teil. Der kommt Ende des Jahres raus. Und wie es der Name schon sagt, gibt es wahrscheinlich Gegner und Freunde der Augmentierung. Illuminati, Freimaurer. Das ist, was wir schon quasi von Quinn erfahren haben. Und da wird es wahrscheinlich noch geklärt. Gut. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen könnte. Die Musik gleitet auch langsam raus. Also würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke an alle, die durchgehalten haben. Das finde ich gut. Ich werde auf jeden Fall Mankind Divided spielen und die anderen Teile würde ich auch ganz gerne spielen. Und ja, mal gucken, was so in der Zukunft noch kommen wird. Wie gesagt, danke fürs Einschalten. Und würde ich sagen, bis demnächst. Bis zu einem neuen Projekt oder so.
You worry too much, Morgan. There's nothing we can't manage given time. She's here. I have to cut this short. Keep going through the wreckage. Maybe we'll find something we can use for the Morpheus initiative. Come in! Dr. Reed! We're so pleased you decided to join us. Where else could I go? No regrets, my dear. As Ariadne told Theseus before he entered the Minotaur's labyrinth, always forward, never left or right. You'll be very interested in our current project. We're breaking new ground. Yes, the nanite virus chimera is quite intriguing. I'm looking forward to seeing the hybrid project up close, Mr. Page. And so you shall. But please, call me Bob. Nein. Megan. Hat sie uns doch angelogen? Und der Typ war ja der, wo sie am Anfang entführt hat. Das ist komisch. Aber wenn ihr hier noch dabei seid, finde ich es sehr gut. Als ich die Credits angeschaut habe, wie ihr seht, kann man bei den Credits am Ende immer was finden. Oder sehr oft. Und am liebsten würde ich die Musik ja noch ein bisschen durchlaufen lassen. Aber ich glaube, so viel kommt dann nicht mehr. Deshalb, ja, hat uns Megan verraten. Wir werden es erfahren, und zwar nächstes Mal. Also, nächstes Mal in ein paar Monaten. Wenn Mankind der weiter rauskommt. Aber dann werden wir es erfahren. So, jetzt nochmal an alle Credits-Schauer. Danke und bis demnächst.